Guten Abend an alle, ich bin Peter. Adele, heute muss ich dir von meinem absolut peinlichsten Moment diese Woche erzählen. Es war so schlimm, dass ich am liebsten im Boden versinken wollte. Willkommen zurück bei Wow Spoken German, liebe Zuhörer. Oh, Peter, das klingt ja dramatisch. Was ist dir denn passiert? Ich bin sehr neugierig. Also, es war Mittwochnachmittag. Ich war im Supermarkt, ich hatte meinen Einkaufswagen komplett voll mit Lebensmitteln. Brot, Milch, Käse, Obst, Gemüse, Fleisch, einfach alles. Es war mein großer Wocheneinkauf. Das klingt nach einem sehr großen Einkauf. Wie viele Sachen hattest du denn? Ich schätze, es waren mindestens 30 verschiedene Produkte. Der Wagen war richtig voll. Ich hatte sogar einen zweiten kleineren Korb für die empfindlichen Sachen wie Eier und Tomaten. Wow, das ist wirklich viel. Und dann? Ich stand an der Kasse. Es war sehr voll im Supermarkt. Viele Leute warteten hinter mir in der Schlange. Die Kassiererin war sehr freundlich und schnell. Sie hat alle meine Sachen gescannt. Piep, piep, piep. Ich kann mir die Szene vorstellen. Dann sagte sie mit einem Lächeln, das macht 47 € und 35 Cent bitte. Ich nickte und griff in meine Jackentasche. Nichts da. Oh nein. Dann griff ich in meine andere Jackentasche. Auch nichts. Dann in meine Hosentasche. Leer. Adele, meine Geldbörse war nicht da. Nirgendwo. Oh nein. Du hattest deine Geldbörse vergessen? Genau. Ich fühlte mich so peinlich. Alle Leute hinter mir warteten ungeduldig. Mein Gesicht wurde ganz rot. Ich spürte, wie mir warm wurde. Das war so unangenehm. Das kann ich gut verstehen. Was hast du in diesem Moment gefühlt? Panik, pure Panik. Mein Herz schlug schnell. Ich dachte, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Alle schauen mich an. Die armen Leute hinter dir. Und die Kassiererin? Was sagte sie? Sie sah mich an und wartete. Ich atmete tief durch und sagte, Entschuldigung, ich glaube, ich habe meine Geldbörse zu Hause vergessen. Es tut mir wirklich sehr leid. Und wie hat sie reagiert? Zuerst sah sie etwas überrascht aus. Aber dann, Adele, sie war so freundlich. Sie lächelte und sagte, das ist kein Problem. Das passiert öfter, als Sie denken. Machen Sie sich keine Sorgen. Oh, das ist sehr nett. Ja. Sie sagte, ich kann Ihren Einkauf hier zur Seite stellen. Fahren Sie nach Hause und holen Sie Ihre Geldbörse. Ich warte auf Sie. Wow, so eine nette Kassiererin. Das zeigt, dass es noch freundliche Menschen gibt. Habt ihr das schon mal erlebt, liebe Zuhörer? Schreibt uns in die Kommentare. Ich war so erleichtert. Ich sagte vielen, vielen Dank. Ich bin in 20 Minuten zurück. Dann rannte ich praktisch aus dem Supermarkt. Du bist gerannt? Ja, ich rannte zu meinem Auto auf dem Parkplatz. Ich fuhr so schnell wie möglich nach Hause. Natürlich hielt ich alle Verkehrsregeln ein, aber ich war sehr nervös. Die ganze Zeit dachtest du sicher, wo ist meine Geldbörse? Genau, ich versuchte mich zu erinnern. Wo hatte ich sie zuletzt gesehen? Beim Frühstück? Nach dem Frühstück? Ich konnte mich nicht erinnern. Das ist frustrierend. Sehr. Ich kam zu Hause an, ich stürzte in die Wohnung, ich suchte überall. Im Schlafzimmer, im Bad, im Wohnzimmer. Und wo war sie? Auf dem Küchentisch. Genau da, wo ich mein Frühstück gegessen hatte. Sie lag direkt neben meiner Kaffeetasse. Natürlich, das passiert so oft. Ich nahm die Geldbörse und checkte schnell. Geld ist da, Karte ist da, alles ist da. Dann rannte ich zurück zum Auto. Du warst bestimmt außer Atem. Oh ja, ich fuhr zurück zum Supermarkt. Ich hoffte, dass die Kassiererin wirklich gewartet hatte. Was, wenn sie es sich anders überlegt hatte? Das wäre schlimm gewesen. Ich kam nach genau 18 Minuten zurück. Ich schaute zur Kasse und da stand sie. Die Kassiererin wartete mit meinem Einkauf. Sie hat wirklich gewartet. Das ist so nett. Sie sah mich und lächelte. Sie sagte, sehen Sie? Ich wusste, dass Sie zurückkommen. Die meisten Leute sind ehrlich. Sie kommen immer zurück. Das ist eine schöne Einstellung. Sie vertraut den Menschen. Ja, sie hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich nahm meine Geldbörse heraus und bezahlte die 47,35 €. Endlich konntest du bezahlen. Ja, aber das war noch nicht alles. Ich wollte ihr wirklich für ihre Geduld und Freundlichkeit danken. Weißt du, was ich gemacht habe? Nein, was? Ich sagte, warten Sie einen Moment. Ich ging zurück in den Laden. Ich kaufte eine große Tafel Schokolade. Die beste Schokolade, die sie hatten. Sie kostete 5 €. Das war sehr nett von dir. Ich kam zurück zur Kasse und gab ihr die Schokolade. Ich sagte, das ist für Sie. Vielen Dank für Ihre Geduld. Wie hat sie reagiert? Sie war überrascht. Sie sagte, oh, das ist nicht nötig. Aber ich sah, dass sie sich sehr freute. Sie nahm die Schokolade und sagte,
Das ist sehr nett. Dankeschön. Das ist eine wirklich schöne Geschichte. Es zeigt, dass kleine Gesten viel bedeuten können. Absolut. Und jetzt, Adele, habe ich eine neue Routine entwickelt. Bevor ich das Haus verlasse, checke ich immer Schlüssel, check. Handy, check. Geldbörse, check. Das ist eine sehr gute Idee. Macht ihr das auch, liebe Zuhörer? Was checkt ihr, bevor ihr das Haus verlasst? Schreibt es in die Kommentare. Manchmal sage ich es sogar laut. Schlüssel, Handy, Geldbörse. Meine Nachbarn denken wahrscheinlich, ich bin verrückt. Das ist lustig, aber es funktioniert, oder? Es funktioniert perfekt. Seitdem habe ich nie wieder etwas vergessen. Adele, ist dir so etwas Ähnliches auch schon mal passiert? Oh ja, Peter. Letzten Monat hatte ich ein ähnliches Erlebnis. Es war sogar noch peinlicher als deine Geschichte. Wirklich? Erzähl mir mehr. Ich war mit 3 Freunden im Restaurant. Ein schönes italienisches Restaurant in der Stadtmitte. Wir hatten einen wunderbaren Abend mit gutem Essen und vielen Gesprächen. Das klingt nett. Ja, wir hatten Pizza, Pasta, Wein, Dessert, einfach alles. Es war ein richtiges Festessen. Am Ende des Abends kam der Kellner mit der Rechnung. Und dann? Ich sagte zu meinen Freunden, ich bezahle heute. Das war mein Plan. Ich öffnete meine Handtasche. Ich suchte und suchte. Keine Geldbörse. Oh nein, nicht schon wieder. Ich wurde nervös. Ich nahm alles aus meiner Tasche. Mein Handy, meine Schlüssel, mein Lippenstift, ein Taschentuch, ein Buch. Aber keine Geldbörse. Was hast du gemacht? Ich wurde rot wie eine Tomate. Ich sagte zu meinen Freunden, ich glaube, ich habe meine Geldbörse vergessen. Das ist so peinlich. Wie haben deine Freunde reagiert? Zum Glück waren sie sehr verständnisvoll. Meine Freundin Sarah lachte und sagte, das passiert. Keine Sorge, ich bezahle für dich. Das ist eine gute Freundin. Ja, sie ist fantastisch. Sie zahlte die gesamte Rechnung. Es waren 85 Euro. Ich fühlte mich so schlecht. Was hast du gemacht, um dich zu bedanken? Am nächsten Tag bin ich direkt zu ihrer Wohnung gefahren. Ich hatte das Geld in einem schönen Umschlag. Aber das war nicht alles. Was noch? Ich hatte auch einen selbstgebackenen Apfelkuchen mitgebracht. Sarahs Lieblingskuchen. Ich hatte den ganzen Morgen gebacken. Wow, das ist sehr nett. Sie öffnete die Tür und war total überrascht. Sie sagte, Adele, das ist nicht nötig. Aber ich sah, dass sie sich freute. Habt ihr zusammen Kuchen gegessen? Ja, wir haben zusammen Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Wir haben über den lustigen Abend im Restaurant gelacht. Es wurde zu einer schönen Erinnerung. Das zeigt, dass diese kleinen Pannen manchmal die besten Geschichten machen. Genau. Jetzt kann ich über diese Situation lachen. Damals war es peinlich, aber heute ist es eine lustige Geschichte. So ist es oft im Leben. Liebe Zuhörer, was war euer peinlichster Moment beim Einkaufen oder im Restaurant? Ja, schreibt uns. Habt ihr auch mal eure Geldbörse vergessen? Oder ist euch etwas noch Peinlicheres passiert? Wir wollen alle eure Geschichten hören und vergesst nicht, Fehler machen ist absolut menschlich. Wir alle vergessen manchmal Dinge. Das Wichtigste ist, wie wir damit umgehen und wie wir mit anderen Menschen umgehen. Absolut richtig. Freundlichkeit und Humor helfen immer. Peter, checkst du jetzt wirklich immer deine Geldbörse? Ja, manchmal sogar mehrmals am Tag. Morgens vor der Arbeit, mittags in der Pause, abends vor dem Einkaufen. Das klingt nach einer guten Gewohnheit. Es ist eine sehr gute Gewohnheit. Ich fühle mich viel sicherer jetzt. Und ich auch. Seitdem ich meine Geldbörse im Restaurant vergessen habe, checke ich meine Tasche immer 2-mal. Wir lernen aus unseren Fehlern. Genau. So, liebe Zuhörer, das war unsere Geschichte für heute über vergessene Geldbörsen und peinliche Momente. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und habt vielleicht auch ein bisschen Deutsch gelernt. Vergesst nicht zu üben und jeden Tag ein bisschen Deutsch zu sprechen. Auch wenn ihr Fehler macht, ist das völlig okay. Ja, Fehler sind Teil des Lernprozesses. Und schreibt uns eure Kommentare, wir lesen sie wirklich alle. Erzählt uns eure Geschichten. Wir freuen uns darauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und viel Erfolg beim Deutschlernen. Tschüss zusammen und denkt daran, immer die Geldbörse checken, bevor ihr das Haus verlasst. Schlüssel, Handy, Geldbörse, das ist die goldene Regel.